Du bist beim Lower-Deutsch-Training im Basistraining 3, dem Wortschatz oder dem Wortschatzaufbau. Nützlich ist das für Deutschlernende, die fließend und treffsicher Deutsch können möchten, und für Deutschlehrende, die einen einfachen und enorm wirksamen Lern- und Lehransatz kennenlernen möchten. Es gibt 4 Bereiche im Lower-Deutsch-Training, 4 Basistrainings, die Sprachschleifen, die Merksätze, den Wortschatz und den Satzstrukturschatz. Wortschatz ist normalerweise das, an das man als erstes denkt, wenn man eine neue Sprache lernt. Du merkst, bei uns ist das an 3. Stelle. Ich erkläre auch warum. Warum man überhaupt dieses Wortschatztraining macht, ist, es gibt unendlich viele Wörter gefühlt. Welche lerne ich zuerst, welche brauche ich, welche nicht? Das ist sehr wichtig für jeden Einzelnen, je nachdem, wofür man die deutsche Sprache benutzen will. In einem Beruf, im Privatleben, da gibt es ganz unterschiedliche Bedürfnisse, Wörter zu kennen. Hier in diesem Training lernst du ein Ordnungssystem für deinen ganz persönlichen Wortschatzaufbau. Wie machen wir das? Wir sortieren zunächst nach Wortarten, aber sehr grob. Also wir sortieren alle Nomen, das sind die Wörter, die man groß schreibt, und da unterscheiden wir zwischen der Wörtern, die Wörtern und das Wörtern. Also wenn wir Listen führen, aufschreiben, dann schreiben wir die Nomen zusammen und da trennen wir dann immer, hier stehen die der Wörter, hier die Wörter und hier die das Wörter. Das ist deshalb wichtig, weil man dann gleich eine Assoziationshilfe hat und sich merken kann, was alles zusammensteht. Darüber berichte ich später noch mehr. Dann machen wir eine Liste nur für die Verben. Das sind die Wortarten, bei denen man ich, du sagen kannst. Ich laufe, du läufst, ich lache, du lachst und so weiter. Und die Adjektive und alles andere kommt in die Kategorie Sonstige. Da sind noch mindestens 7 oder 8 andere Wortarten, aber die muss man nicht so genau benennen können. Das kommt in die Kiste Sonstiges. Also nochmal, eine Abteilung sind die Nomen, die das Wörter, eine Abteilung die Verben, eine die Adjektive und alles andere ist die Kategorie Sonstiges. Und ganz konkret, wenn ich ein Heft mir anlege, dann schreibe ich auf die eine Seite die Nomen, die ich gerade lerne, und sortiere die nach der und die und das Wörtern. Auf eine andere Seite schreibe ich Verben und auf eine andere Seite Adjektive und noch wieder eine andere Seite Sonstiges. Und dann lernt man mit einem System, und zwar zunächst beschränken wir uns auf 15 Basiswörter, die wir als Beispiel lernen, und zwar 15 Nomen, 5 der Wörter, 5 die Wörter und 5 das Wörter. Warum? Weil wir später den Fokus besonders auf die Satzstruktur legen. Wie bildet man richtige Sätze und wie setzt man da die Wörter ein, mit welchem Artikel? Das ist die größte Herausforderung. Und wir üben diese 15 Wörter so sicher, dass man dann in die neue Satzstruktur bekannte Wörter einsetzen kann und nicht 3 Sachen gleichzeitig neu hat. Visualisieren ist als Merkhilfe sehr wichtig, kategorisieren als Merkhilfe, dann übe ich frei zu sprechen und die Pluralformen zu sprechen. Wir machen das gleich mal konkret. Das war jetzt erstmal nur so eine Einführung. Dieses sind die Basiswörter: der Mann, der Esel, der Löwe, der Tisch, der Apfel. Das sind die der Wörter. Und am allerbesten macht man sich das erstmal wirklich ganz konkret. Der Mann, oh, jetzt mache ich Krach, der Löwe, der Esel, der Tisch, und wo ist der Apfel? Hier, der Apfel. Also das sind die nimmt man am besten erstmal wirklich zum Anfassen, wenn man es hat, und wenn nicht, macht man sich Bilder und dann übt man das zu sagen. Der Mann, der Löwe, der Esel, der Tisch, der Apfel. Kategorienbildung bedeutet, dass ich mir klar mache, Mensch, ich mache es eigentlich so rum immer, Mensch, Tier vom Bauernhof, Tier aus warmen Ländern, Möbelstück, Lebensmittel. Der Mann, der Esel, der Löwe, der Tisch, der Apfel. Das übe ich mehrmals zu sagen, indem ich es anschaue und drauf zeige. Und dann mache ich sozusagen ein Foto innerlich, nehme die alle weg und erinnere mich, was ich hier gesehen habe. Und dann sage ich, der Mann,
der Esel, der Löwe, der Tisch, der Apfel. Also ich visualisiere das heißt, ich stelle mir die Dinge vor und versuche dann das zu zeigen, was ich mir vorstelle und zu sagen, wie das auf Deutsch klingt. Genauso mache ich es dann mit der Die-Welt und mit der Das-Welt. Und ihr seht schon, hier haben wir die gleichen Kategorien. Also, das kann mal weg. Der Mann ist ein Mensch, die Frau, das Kind. Das ist die Kategorie Mensch. Der Esel, die Kuh, das Pferd ist die Kategorie Tier vom Bauernhof. Muss ich das zeigen? Nee, das machen wir dann später in den einzelnen Videos. Der Löwe, die Giraffe, das Kamel ist die Kategorie Tiere aus warmen Ländern. Der Tisch, die Kommode, das Sofa ist die Kategorie Möbel. Und der Apfel, die Birne, das Brötchen, die Kategorie Lebensmittel. Diese Kategorien helfen, auch wenn ich mir später meinen eigenen Wortschatz aufbauen will, dann kann ich mir da auch, weiß ich, wenn ich jetzt in irgendeinem Beruf arbeite, dann die Geräte, die Unterlagen, keine Ahnung, ich kann mir da auch verschiedene Kategorien bilden und mir die Wörter dementsprechend ganz gut merken, die zusammen in eine Kategorie passen. Und es ist sehr praktisch, sich immer ein Der-Wort, ein Die-Wort und ein Das-Wort so als Überschrift zu denken. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage Kleidungsstücke, dann sage ich der Pullover, die Jacke, das T-Shirt oder so. Suche ich mir auch immer ein Der, ein Die und ein Das-Wort. Ich hatte ja gesagt, erste Station ist möglichst zum Anfassen. Dann kann man das aber auch visuell sich aufmalen und sich merken. Hier sind jetzt die 15 Basiswörter visualisiert, also die Menschen, die Tiere vom Bauernhof, die Tiere aus warmen Ländern, die Möbelstücke und die Lebensmittel. Und ich kann dann üben, alle der Wörter zu sagen. Ich kann aber auch üben, erstmal alle Menschen zu benennen, alle Tiere vom Bauernhof und so weiter. Mache dann die Augen zu und sage, der Mann, die Frau, das Kind, das sind die Menschen. Der Esel, die Kuh, das Pferd, das sind die Tiere vom Bauernhof. Der Löwe, die Giraffe, das Kamel, die Tiere aus warmen Ländern. Der Tisch, die Kommode, das Sofa, das sind die Möbel. Und der Apfel, die Birne, das Brötchen, das sind die Lebensmittel. Also das ist etwas, was ich mir so einschleife, dass ich darüber kaum noch nachdenken muss und es wie im Schlaf kann. Der nächste Schritt ist dann, dass ich auch, also hier habe ich das zum Beispiel visualisiert und habe hier der Mond, die Sonne, das Wasser. Das soll ein Wassertropfen Wasser sein und das ist der Mond mit dem Artikel der, die Sonne mit dem Artikel die. Das ist nochmal so ein Symbol auch dafür, dass ich weiß, Apfel ist ein Der-Wort, Mann ist ein Der-Wort und so weiter. Aber was noch interessant ist, sind diese kleinen Zeichen hier, die beziehen sich auf den Plural. Das Trickige im Deutschen ist, dass man kaum eine zielführende Regel hat, die einem sagt, wie der Plural geht. Also es gibt da zwar Leute, die komplizierte Regeln aufstellen, aber am praktischsten ist, wenn man sich das einfach so merkt, dass man sagt, der Mann, ein Mann, zwei Männer. Der Esel, ein Esel, zwei Esel. Der Löwe, ein Löwe, zwei Löwen und so weiter. Und diese 15 Wörter sind nicht durch Zufall ausgedacht, sondern ich habe darauf geachtet, dass da alle Pluralformen vorkommen. Das sieht man hier, da haben wir dann eine Statistik gemacht, die Bilder ausgeschnitten. Also zum Beispiel hier ein Pferd, zwei Pferde, ein Kamel, zwei Kamele, ein Tisch, zwei Tische. Die haben eine E-Endung. Diese hier haben eine N-Endung. Der Löwe, ein Löwe, zwei Löwen. Die Birne, eine Birne, zwei Birnen. Die Giraffe, eine Giraffe, zwei Giraffen. Also dreimal kommt die N-Endung vor. En als Endung. Eine Frau, zwei Frauen. Eine Kommode, zwei... Oh, da ist ein Fehler. Eine Kommode, zwei Kommoden. Das muss hier rüber, denn es hat nur ein N. Also hat hier der 4 Punkte, der hat gewonnen. Der hat am meisten... Hier die ER-Endung. Ein Kind, zwei Kinder. Was ist das? Ich kann es gar nicht erkennen. Ist so klein. Egal. Ein Esel, zwei Esel. Hier ändert sich gar nichts. Hier ist nur ein Strich. Ein Brötchen, zwei Brötchen. Ein Apfel, zwei Äpfel. Dieser Strich soll das Wort symbolisieren und die 2 Punkte
das aus dem A ein Ä wird. Eine Kuh, 2 Kühe, aus dem U wird ein Ü. Ein Sofa, 2 Sofas. Da haben wir so einen Wettbewerb gemacht, so einen vermeintlichen, welche Art von Endung am häufigsten vorkommt. Und wie wir jetzt nachträglich sehen, müssen wir das Ergebnis revidieren. Es ist nicht unentschieden für die beiden, sondern diese Endung hat gewonnen, die N-Endung. Wie lerne ich das? Erst also die 15 Basiswörter als Beispielwörter, die ich später überall einsetzen kann. Das Visualisieren, das Kategorisieren, Freisprechen und dann auch aufschreiben, die Pluralformen sprechen und vielleicht auch aufschreiben. Dann kann ich daherkommen und kann mir eigene Wortlisten aufschreiben. Die Wörter mir suchen, die ich für mein Leben auf Deutsch gebrauchen kann. Das ist ja bei jedem anders und deswegen denke ich, es ist sinnvoller, sich eine eigene Liste zu machen, als aus einem Lehrbuch irgendwas stur auswendig zu lernen. Da stehen dann vielleicht Wörter drin, die ich in meinem Leben gar nicht so brauche. Alles, was ich dann später lerne, in den anderen Basistrainings oder auch auf der Trainingswiese, das kann ich dann mit neuen Wörtern variieren und so allmählich ins eigene Formulieren kommen. Wie lange mache ich das? Das entscheidest du selbst. Man schreibt sich am Anfang die Wörter auf und übt sie und lernt sie zum Beispiel selbst an der Bushaltestelle oder wenn man mit in der U-Bahn fährt, holt man sich das raus und wiederholt das, bis man es wirklich verinnerlicht hat. Und irgendwann merkt man dann plötzlich, dass es jetzt gar nicht mehr nötig ist, das alles aufzuschreiben, dass die Wörter auch selbst von alleine schon im Kopf bleiben. Wenn man mehr in der Sprache ankommt und die Sprache zur eigenen Sprache wird, dann geht es irgendwann von ganz alleine. Ein Tipp: Nimm es wie ein Spiel, wiederhole, bis du deine Wortlisten wirklich auswendig kannst. Und zwar nicht nur, wenn dich einer fragt und du antwortest, sondern auch so, dass du weißt, ich kenne jetzt hier diese 10 Wörter, kann ich die aus der Erinnerung sagen? Ja, ich versuche es und freue mich, wenn ich es kann. Und die neuen Wörter, die verwende dann immer wieder in bekannten Sätzen und zeig die einem Muttersprachler und hol dir Feedback. Ist das alles richtig so? Schau gerne auch in die Playlist Tipps für Deutschlernende und Tipps für Deutschlehrende. Da gibt es noch ganz viele kleine Hinweise, wie man sich das Deutschtraining erleichtern und effektivieren kann. Wenn du dir Begleitung wünschst beim Deutschtraining, dann schau gerne auf der Webseite loainstitut.de vorbei. Da sind möglicherweise schon Formate, die für dich passen. Oder schreib uns, wir finden ein Format, was für deine Situation passt und zeitlich und für deine Kapazität möglich ist. Vielen Dank fürs Zuschauen.